Nico22 Behind the Scenes. Herzlich willkommen zu dem Behind the Scenes Video vom Nikolauslager 2022. Ja, ich dachte euch, ich zeige euch mal, wie das Ganze so ein bisschen hinter den Kulissen abgelaufen ist. Jetzt erstmal hauptsächlich zur Produktion vom Video. Ich denke mal, dieses Jahr werde ich dann bei irgendeinem Lager euch auch mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze passiert, was alles passieren muss, um so ein Lager zu organisieren. Und ich würde sagen, fangen wir mal mit dem ersten an, was wir an Videomaterial gemacht haben, nämlich das Nachrichtenvideo, das wir schon einige Tage vor dem Lager auf Instagram gepostet haben und das ihr auch im Highlight-Video nochmal gesehen habt. Und dafür habe ich das erste Mal diesen Greenscreen benutzt. Den habe ich schon ziemlich lange, seit irgendwie locker 2 Jahren oder so. Aber das war tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn benutzt habe. Was allerdings auch hieß, ich hatte keine wirklich gute Möglichkeit, ihn aufzuhängen. Das heißt, ich habe ihn einfach zwischen Regal und Pokerkoffer festgeklemmt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich ihn einfach festgehalten. Professionalität wird bei uns groß geschrieben. Aber auch nur, weil es ein Nomen ist. Und so sah das Ganze dann am Ende aus. Das war das unbearbeitete, gefilmte Material. Das muss ich dann natürlich noch ein bisschen bearbeiten, damit das auch vernünftig aussieht nach einer Nachrichtensendung. Und dann müssten wir natürlich für die Festnahme von Grandelbart auch noch eine mit dem Handy gefilmte Szene drehen. Das war relativ easy, einfach das Handy aufgestellt und fertig. Dann habe ich im Nachhinein noch ein bisschen Kamera-Shake reingemacht, damit es auch so aussieht, als würde tatsächlich jemand das Handy halten und nicht, wie es eigentlich war, dass es einfach auf dem Stativ steht. Und das war das Nachrichtenvideo. Und dann war es das auch eigentlich schon vor dem Lager. Eine Sache, die ich noch vor dem Lager gemacht habe, ist ein paar Requisiten fürs Lager. Und zwar einmal das Namensschild von Guga Jaschewski. Das war relativ easy, habe ich relativ easy erstellt. Ich übernehme übrigens keine Garantie dafür, dass der ukrainische Text tatsächlich korrekt ist. Das ist Google-Übersetzer. An der Stelle, by the way, Gugur scheint wie so ein kleiner Nebencharakter zu sein. Ich will nicht zu viel verraten, aber ihn solltet ihr euch merken. Und was ich natürlich auch noch gemacht habe, ist das Geschenk, was wir bekommen haben, der Schutzzauber. Daran merkt man auch sehr gut, dass ich viel zu krass auf die Details achte hierbei. Bei der Unterschrift von Santa habe ich nämlich tatsächlich darauf geachtet, dass die so aussieht wie die Unterschrift auf dem Brief, den wir 2019 von Santa bekommen haben. Wäre das nicht so, niemand hätte das gemerkt, aber mich hätte es gestört. Und dann kam auch schon das Lager. Auf dem Lager gefilmt haben wir tatsächlich mit Actioncams, und zwar 2 GoPro Hero 9 und eine GoPro Hero 8. Hat den Hintergrund, dass wir die natürlich gleichzeitig dann auch super fürs Geländespiel verwenden konnten. Das hier war dann übrigens das Setup beim Geländespiel mit der GoPro am Kopf befestigt. Das ist definitiv auch eine Sache, die ich gelernt habe jetzt auf dem Lager. Ist nicht unbedingt vorteilhaft. Ich habe mich halt für den Kopfgurt entschieden, da das den Vorteil hat, dass man halt auch sieht, wo man den Kopf hindreht am Ende. Hat allerdings den Nachteil, hält nicht so gut beim Laufen. So, es bleibt am Kopf, aber es ist nicht unbedingt angenehm. Wird definitiv nächstes Mal, werden wir das mit Brustgurten machen, statt mit Kopfgurten. Ist beim Rennen ein bisschen praktischer. Den Ton haben wir aufgenommen mit dem Rode Go 2. Und tatsächlich, diese Filmklappe war wirklich praktisch. Gerade eben in diesem Video hier war das nur zur Show. Aber auf dem Lager habe ich die tatsächlich verwendet. Und zwar wirklich einmal, um Ton zu synchronisieren. Was ja auch der Hauptnutzen so einer Filmklappe ist. Aber durch die Sachen, die ich da drauf geschrieben habe, war es mir auch deutlich leichter, am Ende das Videomaterial zuzuordnen. Und apropos Videomaterial zuordnen. Ja, das Lager ist vorbei. Aber jetzt beginnt eigentlich erst der aufwendige Teil, nämlich der Schnitt des Videos. Diese 3 Ordner, da habe ich jetzt alle Dateien drin, alle Videodateien, die ich auf dem Lager aufgenommen habe. Und das sind mal eben schlapp 254 Gigabyte. Und ich habe einfach um es zu sehen, alle diese Videoclips mal in eine Datei gepackt, in eine Schnittdatei. Das sind mal eben 15 Stunden Videomaterial. Uff.
Ja, das war eine Menge Videomaterial, aber mir haben noch ein paar Übergänge gefehlt. Und von daher bin ich dann eine Woche später nochmal zusammen mit Dichter und mit Dichters Drohne dahin und habe noch ein paar nice B-Rolls gefilmt. So, Dichter und ich sind gerade jetzt nochmal eine Woche nach dem Lager hier vor Ort und machen noch ein paar kleine B-Rolls. Und Dichter ist jetzt hier am Drohne fliegen. Ein paar nice Luftaufnahmen machen. Ein paar der B-Rolls habt ihr im Highlight-Video gesehen, aber auch nicht alle. Von daher werde ich gleich ans Ende vom Video nochmal ein paar mehr B-Rolls schneiden, die wir nicht verwendet haben. Aber das war's dann auch, so weitestgehend vom Behind the Scenes Video. Nicht vergessen, ein Video vom Nikolaus Lager kommt noch. Ein Outtake-Video, unter anderem auch mit ein paar Outtakes von diesem Video. Und ansonsten, wie gesagt, dieses Jahr bei einem Behind-the-Scenes-Video werde ich euch auch mal ein bisschen mehr zeigen, wie das Ganze mit der Organisation von so einem Lager aussieht. Also wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal und bis dahin, gut Fahrt!